Vor langer Zeit in einem friedlichen Dorf stand ein großer, prächtiger Apfelbaum. Seine Äste waren weit und stark und standen stolz inmitten eines grünen Feldes. Der Baum war mit süßen roten Äpfeln bedeckt und sein Schatten war kühl und angenehm. Jeden Tag kam ein kleines Kind, um unter dem Baum zu spielen. Es liebte den Baum sehr, und im Gegenzug liebte der Baum es. Der Junge kletterte bis ganz nach oben, um die reifsten Äpfel zu erreichen, und manchmal aß er sie dort und bewunderte die Aussicht von oben. An anderen Tagen saß er im Schatten, fühlte das weiche Gras unter sich und machte ein friedliches Nickerchen. Das Lachen des Jungen erfüllte die Luft, und der Baum winkte mit seinen Ästen, als ob er mit ihm spielte. Der Junge und der Baum teilten etwas Besonderes, eine Bindung wie die besten Freunde der Welt. Doch die Zeit bleibt nie stehen. Tage wurden zu Monaten und Monate wurden zu Jahren. Der Junge wuchs auf und hörte auf, immer wieder unter den Baum zu kommen. Der Baum wartete geduldig, aber der Junge kam lange Zeit nicht zurück. Eines Tages kam der Junge wieder. Er war kein Kind mehr, er war ein Teenager. Sein Gesicht war ernst, und er schien weniger glücklich als zuvor. Der Baum war so froh, ihn wiederzusehen, und sagte: »Komm und spiel mit mir«, winkte mit seinen Ästen, als ob er den Gast begrüßte. Der Junge schüttelte den Kopf. »Ich bin kein Kind mehr, ich klettere nicht mehr auf Bäume und spiele nicht mehr wie früher«, seufzte er. Der Baum neigte seine Äste, als ob er nachdachte. »Was brauchst du, mein Sohn?«, fragte er sanft. »Ich möchte Spielzeuge, aber ich brauche Geld, um sie zu kaufen«, sagte der Junge. Der Baum dachte einen Moment nach. »Ich habe kein Geld, aber du kannst meine Äpfel pflücken und sie verkaufen. Du kannst das Geld verwenden, um deine Spielzeuge zu kaufen.« Der Junge kletterte auf den Baum, pflückte alle Äpfel, füllte seinen Korb und ging nach Hause, seine Schritte leicht vor Aufregung. Der Baum war glücklich, helfen zu können, aber nach diesem Tag kam der Junge nicht mehr zurück. Der Baum wartete, aber das Feld wurde wieder still. Die Jahreszeiten vergingen, und der Baum blieb hoch, aber einsam. Äpfel wuchsen wieder, und seine Äste streckten sich zum Himmel, aber er vermisste den Jungen. Eines Tages kam der Junge zurück, aber diesmal war er ein Mann. Sein Gesicht war müde und seine Schultern waren gebeugt, als ob er eine schwere Last trug. Der Baum war glücklich, ihn zu sehen, und sagte: »Komm und spiel mit mir«, aber der Mann schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Zeit zu spielen. Ich bin zu beschäftigt mit der Arbeit, um mich um meine Familie zu kümmern. Wir brauchen ein Zuhause, in dem wir leben können. Kannst du mir helfen?« Der Baum, der helfen wollte, sagte: »Ich habe kein Zuhause, das ich dir geben kann, aber du kannst meine Äste abschneiden und sie verwenden, um ein Haus zu bauen.« Das Gesicht des Mannes erleuchtete sich, und er nahm einen der starken Äste des Baumes und baute damit sein Haus. Der Baum stand nun kahl und still da, froh, dass er helfen konnte, aber nun fühlte er sich noch einsamer ohne den Jungen. Die Zeit verging, wie es immer tut, und der Baum, jetzt nur noch ein Stumpf, stand im Feld.
Er gab keine Äpfel mehr und keinen Schatten, aber er hatte alles gegeben, was er konnte. Doch er blieb da, wartete darauf, dass die Jahre vergingen. An einem heißen Sommertag kam der Junge wieder. Er war nicht mehr ein junger Mann, sondern ein älterer Mensch, dessen Gesicht von Falten bedeckt war und dessen Haare grau geworden waren. Der Baum erkannte ihn sofort und fühlte eine Welle der Freude. »Komm und spiel mit mir«, sagte der Baum sanft. Aber der alte Mann schüttelte langsam den Kopf. »Ich bin zu alt zum Spielen. Das Leben ist schwer. Ich bin müde und besorgt. Ich möchte von hier fortsegeln und Frieden finden. Kannst du mir helfen?« Der Baum dachte einen Moment nach und wollte dem alten Mann helfen, auch wenn es bedeutete, mehr von sich selbst zu geben. »Ich habe kein Boot«, sagte der Baum, »aber du kannst meinen Stamm abschneiden und ihn verwenden, um ein Boot zu bauen. Dann kannst du fortsegeln und Glück finden.« Das Gesicht des alten Mannes erleuchtete sich. »Danke«, sagte er. Er nahm seine Werkzeuge und begann, den Stamm des Baumes abzuschneiden. Der einst hohe und majestätische Baum wurde zu einem Stumpf. Aber es störte ihn nicht. Der Baum war glücklich, weil er dem Jungen helfen konnte, auch wenn es bedeutete, noch mehr von sich selbst zu verlieren. Der alte Mann baute sein Boot fertig und segelte zum Meer. Der Baum sah ihm nach, mit Freude und Traurigkeit zugleich. Er war glücklich, dem Jungen geholfen zu haben, aber traurig, wieder alleine zu sein. Mit der Zeit vergingen die Jahreszeiten, und der Baum, nun nur noch ein Stumpf, blieb still im Feld. Er hatte keine Äpfel mehr, keine Äste, aber er hatte alles gegeben, was er hatte. Doch er wartete geduldig, während die Jahre vergingen. Der Junge, jetzt ein alter Mann, kam ein letztes Mal zurück ins Feld. Er ging langsam, stützte sich auf einen Stock, sein Gesicht war voller Falten und seine Haare grau. Der Baum erkannte ihn sofort und fühlte einen kurzen Moment der Freude. »Komm, setz dich bei mir«, sagte der Baum sanft. Der alte Mann lächelte schwach. »Ich bin zurück«, sagte er, »aber ich bin sehr müde. Ich habe ein langes Leben gelebt und keinen anderen Ort, an den ich gehen kann.« Der Baum sah den alten Mann mit Liebe an. »Es tut mir leid, mein Sohn«, sagte der Baum, »aber ich habe nichts mehr, was ich dir geben kann. Ich habe keine Äpfel, keine Äste mehr, auf denen du klettern kannst. Ich habe nicht einmal meinen Stamm, an dem du dich anlehnen kannst.« Der alte Mann schüttelte den Kopf. »Ich brauche nicht viel, ich brauche nur einen Ort, an dem ich mich setzen und ausruhen kann. Ich bin nach all diesen Jahren müde.« Der Baum lächelte, obwohl er keine Äste oder Äpfel mehr hatte. »Das ist in Ordnung«, sagte der Baum. »Meine Wurzeln sind perfekt zum Ausruhen. Komm, setz dich bei mir.« Der alte Mann setzte sich auf die Wurzeln des Baumes, lehnte sich gegen seinen Stamm und seufzte erleichtert. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte er sich in Frieden. Der Baum war wieder glücklich, obwohl er nichts mehr zu geben hatte. Er hatte sein ganzes Leben lang gegeben. Und am Ende hatte er immer noch einen Platz für den Jungen, der jetzt ein alter Mann geworden war, zum Ausruhen. Dies ist nicht nur eine Geschichte über einen Baum und einen Jungen. Es ist eine Geschichte von Liebe, Opfer und Familie.
Der Baum repräsentiert unsere Eltern, wenn wir jung sind. Sie geben uns alles, was wir brauchen: Liebe, Fürsorge und Freude. Wenn wir älter werden, vergessen wir sie manchmal. Wenn wir etwas brauchen, wenden wir uns an sie und sie geben uns immer, was sie können. Sie verlangen nichts im Gegenzug. Sie geben uns ihre Zeit, ihre Kraft und ihre Liebe, auch wenn es bedeutet, ihr eigenes Glück zu opfern. Am Ende verlangen Eltern nicht viel. Sie wollen nur da sein, um uns einen Platz zum Ausruhen zu geben, wenn wir müde sind. Und sie spüren unsere Liebe im Gegenzug. Denke daran, deine Eltern zu schätzen, sie zu besuchen, mit ihnen zu sprechen und ihnen zu zeigen, dass du dich um sie kümmerst. Sie sagen es vielleicht nicht, aber deine Liebe ist das wertvollste Geschenk, das du ihnen geben kannst.